Wie lebst du dein Leben? Als eine Aneinanderreihung von Zuständen, die natürlich dann möglichst schön sein sollen, oder als eine Reise? Bist du der Planer, der die Bahnhöfe entlang einer Zugreise gestaltet? Für jemand anders, für die Reisenden. Oder bist du der Reisende, der die Bahnhöfe genießt oder manchmal auch nicht, der die Reise zwischen Bahnhöfen genießt oder manchmal auch weniger, der unterwegs ist? Es ist diese Frage, haben oder sein, kennen wir alle. Und bislang habe ich gedacht, ist eine philosophische Frage, interessiert mich wenig. Und als praktische Frage, wie kann ich behaupten, ich bin Sein? Oder wie kann ich behaupten, ich habe auf das Haben verzichtet? Das ist eine Nummer zu groß. Also, nicht in meiner Welt. Bis gestern. Gestern habe ich folgende Einsicht oder Erfahrung gehabt. Wie lebst du dein Leben? Als eine Aneinanderreihung von Zuständen, die natürlich dann möglichst schön sein sollen, oder als eine Reise? Bist du der Planer, der die Bahnhöfe entlang einer Zugreise gestaltet? Für jemand anders, für die Reisenden. Oder bist du der Reisende, der die Bahnhöfe genießt oder manchmal auch nicht, der die Reise zwischen Bahnhöfen genießt oder manchmal auch weniger, der unterwegs ist? Dazwischen sind Welten wieder, aber es ist leichter, zumindest für mich, zu handhaben. Wenn ich das Leben als eine Aneinanderreihung von Zuständen erlebe, wenn ich das Leben von einem Ziel zum anderen gehe, dann laufe ich einer Karotte nach, wie der arme Esel, und der Esel kriegt wahrscheinlich die Karotte am Ende. Wir kriegen die Karotten unterwegs bei jeder Station, bei jedem erreichten Ziel, aber weil sofort die nächste Karotte kommt, das nächste Ziel, kommen wir nicht mehr dazu, die Karotte oder den glückseligen Zustand, wenn wir etwas erreicht haben, lange zu genießen. Das passiert, weil wir heute sehr oft in einer Abhängigkeit von Zielen sind. Nichts gegen Ziele. Das Problem ist, dass wir ohne Ziele nicht leben können. Das heißt, wir können es auch nicht genießen, was wir erreicht haben, weil wir nächstes ein Ziel brauchen. Und was ist mit dem Weg? Jeder kennt, der Weg ist das Ziel. Das meine ich nicht. Ich meine, wie kann ich schaffen, mein Leben so wahrzunehmen, dass ich nicht von Zielen abhängig bin. Und das heißt, dass ich auch nicht unglücklich bin, wenn ich viel zu lange in einem unschönen Bahnhof verbracht habe, sprich, wenn der gestrige Abend oder Urlaub nicht so schön waren. Wie kann ich daraus weitergehen, ohne zu verdrängen und ohne Kraft zu verlieren? Und das ist die Einsicht, die ich hatte gestern. Es gibt einen Spruch: Das Ziel verleiht dem Weg die Kraft. Das Ziel verleiht dem Weg die Kraft. Und ich behaupte, jeder von uns, der wenn ich offen ist und wenn ihr hier hört, liest auf einer Seite, seid ihr alle offen, jeder von uns hat so ein Gefühl von etwas in der Zukunft, ganz weit weg, das auf uns wartet, was für uns bestimmt ist. Wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit keine Worte dazu. Ich könnte tausende Worte benutzen, aber mir ist lieber, ich lasse es so wortlos, damit es jeder für sich irgendwie rausfindet, hineinspürt. Es gibt etwas und wir wissen davon. Solange wir unseren Kopf nicht fragen, der wird anfangen zu sagen, der weiß nichts. Aber lassen Sie den Kopf weg. Es gibt im Inneren eine Instanz, die eine Ahnung hat, wohin wir wollen, müssen, sollen, was auf uns wartet, und das ist schön. Und wenn wir uns mit diesem Punkt verbinden, dann sind wir unterwegs. Und dann dieser Punkt, der so gut besetzt ist in uns, gibt uns die Kraft für die Reise. Dann bin ich jetzt nicht mehr in einem schönen oder hässlichen Bahnhof. Ich bin in einem Bahnhof und ich schaue herum und ich genieße es. Wenn nicht der Bahnhof, dann wenigstens die Kraft, die ich jetzt habe. Die Kraft, die mich ruft. Und das schließt nicht aus, dass ich wunderschöne Momente hier habe. Im Gegenteil, das erlaubt mir, die Schönheit des Lebens voll zu fühlen. Denn ich bin nicht mehr abhängig von Zuständen. Ich erlebe die Schönheit des Lebens aus dieser Kraft. Und es verlangt nur mein Fokus, meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein, die Verbindung nicht zu verlieren. Und dann bin ich ein Reisender
und kein Planer meines Lebens. Dann erlebe ich mein Leben als eine Reise und nicht als ein Haben von glücklichen oder unglücklichen Momenten. Dann verliere ich auch die Angst, ich könnte eine falsche Entscheidung treffen. Dann bin ich offener für die Zukunft, ruhiger, glücklicher. Und wenn ich ruhiger bin, höre ich auch mehr. Und was ich mehr höre, kommt im nächsten Video. Schönen Tag.